Ich begrüße euch, meine lieben Jungfrauen. Mein Name ist Angelika und ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute öffnet sich für euch ein Tarot-Reading für den Mai 2026 und vielleicht spürt ihr schon jetzt, dass dieser Monat etwas Entscheidendes in Bewegung bringt. Na gut, wir beginnen ganz in Ruhe. Wir schauen uns die 3 wichtigsten Ereignisse an, die euch im Mai begegnen werden. Und genau dort zeigen sich die Punkte, an denen sich eure Realität verändert. Also das erste wichtige Ereignis, das zweite und das dritte wichtige Ereignis für euch. Danach gehen wir weiter und betrachten euren beruflichen Bereich im Mai 2026. Dort, wo sich Entwicklung zeigt und ihr euch neu ausrichten könnt. Anschließend sehen wir uns eure Einnahmen an und spüren hinein, wie sich eure materielle Stabilität im Laufe des Monats entfaltet. Danach wenden wir uns eurem Privatleben zu und betrachten die Dynamik eurer Beziehungen sowie die Gefühle, die euch begleiten. Wir werfen auch einen Blick auf eure Gesundheit und am Ende erhaltet ihr einen Rat für den Mai. Gut. Fangen wir an. Das erste wichtige Ereignis ist die große Arkana. Das Gericht, das zweite wichtige Ereignis ist die 8 der Münzen und das dritte wichtige Ereignis ist die große Arkana, die Welt. Diese Kombination zeigt sehr deutlich, dass der Mai kein gewöhnlicher Monat ist, sondern eine Phase, in der sich grundlegende Prozesse entfalten. Das Gericht und die Welt stehen beide für tiefgreifende Veränderungen. Prozesse, die nicht oberflächlich bleiben, sondern euer Leben spürbar neu ausrichten. Dabei kann sich vieles zunächst intensiv anfühlen, weil alte Strukturen sich lösen und neue Wege sichtbar werden. Doch genau darin liegt die Bedeutung dieser Zeit. Es geht nicht darum, euch aus dem Gleichgewicht zu bringen, sondern euch näher zu dem Punkt zu führen, an dem ihr euch selbst klar erkennt. Deshalb ist es jetzt wichtig, euch innerlich nicht zu verschließen, sondern offen zu bleiben und diese Bewegung anzunehmen, auch wenn sie ungewohnt wirkt. Denn alles, was sich zeigt, trägt euch in eine Richtung, die euch entspricht und euch langfristig stärkt. Jetzt gehen wir tiefer in die erste Karte. Das Gericht bringt im äußeren Geschehen oft Nachrichten, Informationen oder Situationen, die eine neue Klarheit in euer Leben bringen. Das können Gespräche sein, die euch etwas Entscheidendes verstehen lassen oder Dokumente, die eine bestimmte Entwicklung in Gang setzen. Auch ein Bezug zu rechtlichen Themen ist möglich, je nach eurer Situation, doch im Kern geht es hier um etwas viel Tieferes. Diese Karte führt euch zu einem Moment, in dem ihr nicht mehr ausweichen könnt, sondern spürt, dass eine Entscheidung notwendig ist. Und genau diese Entscheidung hat Gewicht, weil sie eure Richtung verändert und euch aus einem alten Zustand herausführt. Im beruflichen Bereich kann sich das so zeigen, dass ihr erkennt, was euch wirklich entspricht, nicht nur auf der Oberfläche, sondern tief in eurem Inneren. Ihr entscheidet euch nicht aus Druck, sondern aus einem Gefühl von Richtigkeit heraus, und genau dadurch entsteht Bewegung. Ihr lasst etwas hinter euch, das nicht mehr zu euch passt, und öffnet euch für einen Weg, der euch näher zu euch selbst bringt. Mit dieser Entscheidung beginnen Prozesse, die sich Schritt für Schritt entfalten und euch in eine neue Phase tragen. Ruhig, aber mit innerer Klarheit. Dabei kann auch ein starkes Gefühl von Befreiung entstehen, als würde eine Last von euch abfallen, die euch lange begleitet hat. Das können Verpflichtungen sein, innere Begrenzungen oder auch ganz konkrete Themen wie finanzielle Belastungen, alles, was euch zuvor gebunden hat. Und dann entsteht dieser Moment, in dem ihr merkt, dass sich etwas gelöst hat und ihr wieder freier atmen könnt. Dieser Zustand verändert nicht nur eure äußere Situation, sondern auch eure innere Wahrnehmung. Ihr fühlt mehr Raum und mehr Klarheit. Es entsteht eine neue Leichtigkeit, die euch erlaubt, anders zu handeln und bewusster zu wählen. Auch im materiellen Bereich kann sich Stabilität zeigen, doch entscheidend ist das Gefühl, dass ihr euch wieder bewegen könnt, ohne den Druck, der euch vorher begleitet hat. Das Gericht steht für ein inneres Erwachen, für den Moment, in dem ihr erkennt, dass ein neuer Abschnitt beginnt. Vielleicht wart ihr zuvor in einer Phase, die sich schwer oder wenig lebendig angefühlt hat. Und genau hier beginnt die Veränderung. Ihr erkennt klarer, was euch entspricht und richtet euch danach aus, ohne euch von alten Mustern zurückhalten zu lassen. Daraus entwickelt sich eine neue Dynamik, in der sich Möglichkeiten zeigen und Begegnungen auf natürliche Weise entstehen, ohne dass ihr euch zwingen müsst. Gleichzeitig lösen sich belastende Themen, die euch zuvor eingeschränkt haben, und ihr kommt Schritt für Schritt zurück in eure eigene Kraft. Diese Veränderung wirkt nicht laut, sondern tief und nachhaltig, und genau darin liegt ihre Stärke. Jetzt schauen wir auf die 8 der Münzen. Diese Karte zeigt, dass ihr euch in einen Prozess vertieft,
der eure Aufmerksamkeit fordert und gleichzeitig eure Entwicklung unterstützt. Wenn im Zusammenhang mit dem Gericht eine berufliche Veränderung stattfindet, bringt euch die 8 der Münzen in einen Zustand, in dem ihr euch ganz auf eure neue Tätigkeit einlasst. Ihr arbeitet konzentriert und mit echtem Interesse, weil ihr spürt, dass das, was ihr tut, euch entspricht. Dabei entsteht kein Druck, sondern ein natürlicher Fokus, der euch erlaubt, euch weiterzuentwickeln und sicherer zu werden. Das kann ein neues Projekt sein, eine neue Position oder auch ein eigener beruflicher Weg, den ihr beginnt aufzubauen, Schritt für Schritt. Ihr wachst in euren Fähigkeiten und könnt euch dabei klar und ruhig zeigen, ohne euch beweisen zu müssen. Wenn ihr bereits ein eigenes Business habt, zeigt diese Karte eine Belebung, mehr Anfragen, mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten. Ihr investiert eure Energie bewusst und seht, wie sich diese Investition nach und nach auszahlt. Auch das Thema Weiterbildung spielt hier eine wichtige Rolle, denn ihr erweitert euer Wissen und stärkt eure Kompetenz bewusst und gezielt. Das kann durch Kurse geschehen, durch eigene Initiative oder durch Situationen, in denen ihr neue Erfahrungen sammelt und daraus lernt. Alles, was ihr im Mai aufnehmt, wird euch langfristig unterstützen und euch helfen, euren Platz sicherer einzunehmen. Ohne Zweifel. Und jetzt die dritte Karte. Die Welt steht für den Abschluss eines Zyklus und gleichzeitig für den Beginn einer neuen Phase. Einer Phase, die sich stimmig und vollständig anfühlt. Hier entsteht das Gefühl, dass ihr euren Platz findet und versteht, wohin ihr gehört. Im beruflichen Bereich kann sich das so zeigen, dass ihr erkennt, dass ihr genau dort seid, wo ihr sein sollt und dass eure Tätigkeit euch erfüllt. Ihr erlebt euch nicht mehr im Suchen, sondern im Ankommen, ruhig und sicher. Auch im persönlichen Bereich kann sich diese Energie durch eine Begegnung zeigen, die eine besondere Bedeutung für euch hat und eure Entwicklung unterstützt, tief und spürbar. Diese Verbindung wirkt nicht zufällig, sondern bringt euch Erkenntnisse, die euch weiterführen und innerlich wachsen lassen. Darüber hinaus kann die Welt auf Reisen oder Kontakte mit dem Ausland hinweisen, sowie auf Möglichkeiten, die sich über das Internet eröffnen. Ihr tretet mehr in den Austausch, zeigt euch nach außen und erweitert euren Wirkungskreis, ohne euch dabei zu verlieren. Dadurch entstehen neue Perspektiven und ihr könnt euch auf eine Weise ausdrücken, die euch zuvor vielleicht noch nicht möglich war, freier und bewusster. Zusätzlich zeigt sich auf der Unterseite des Decks die 10 der Münzen, eine Energie von Stabilität, Aufbau und langfristiger Sicherheit. Hier kann sich ein Projekt entwickeln, das mit der Zeit wächst und euch eine feste Grundlage gibt. Es ist auch möglich, dass ihr euch stärker in bestehende Strukturen einbringt und dort Verantwortung übernehmt, mit einem klaren Gefühl für Richtung. Eure Investition zeigt Wirkung und trägt dazu bei, dass sich etwas Beständiges aufbaut, das Zukunft hat. In Verbindung mit der Welt entsteht hier ein sehr positives Gesamtbild. Wachstum, Stabilität und Entwicklung, die auf einem soliden Fundament stehen. So lassen sich alle 3 Ereignisse als unterstützend und richtungsweisend betrachten, auch wenn sie sich in unterschiedlichen Lebensbereichen zeigen. Bei manchen wird es stärker im beruflichen Bereich spürbar sein, bei anderen im persönlichen oder in neuen Erfahrungen, und genau darin liegt die Individualität dieses Prozesses. Denkt daran, dass es sich um ein allgemeines Reading handelt und beobachtet aufmerksam, wie sich diese Energien in eurem Leben entfalten. Die Tendenz ist jedoch klar, es geht um Entwicklung, um das Loslassen von Begrenzungen und um die Möglichkeit, euren eigenen Weg bewusster zu gehen. Ihr bewegt euch in eine Phase, in der ihr euch zeigen könnt und euren Platz in dieser Welt einnehmt, ruhig, sicher und im Einklang mit euch selbst. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir auf die Themen Arbeit und Einkommen, genau der Bereich, in dem sich eure Energie im Mai besonders deutlich zeigt. Im beruflichen Bereich liegt die 9 der Stäbe. Diese Karte spricht nicht direkt von Schwierigkeiten, sondern vielmehr von Erfahrung, von dem, was ihr bereits durchlebt und gemeistert habt. Diese Erfahrung kann sich jedoch so zeigen, dass ihr innerlich eine gewisse Anspannung spürt, als würdet ihr erwarten, dass sich alte Situationen wiederholen könnten. Vielleicht gab es in der Vergangenheit Momente, in denen ihr euch behaupten musstet, in denen ihr mit Druck konfrontiert wart oder euch durch komplizierte Situationen hindurch bewegt habt. Es kann auch sein, dass ihr damals mit Konkurrenz, Intrigen oder anspruchsvollen Vorgesetzten zu tun hattet, und genau diese Erinnerungen wirken noch nach, nicht als Realität, sondern als innere Wachsamkeit, die euch begleitet. Im Mai kann dieses Gefühl zeitweise präsent sein, als eine Art innere Bereitschaft, sofort reagieren zu müssen. Doch hier ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass neben dieser Karte auch das Gericht liegt. Und das Gericht zeigt sehr klar, dass genau diese alten Spannungen sich auflösen und ein neuer Abschnitt beginnt.
Ihr könnt also im Mai tatsächlich aufatmen und euch innerlich entspannen. Eure Erfahrung bleibt euch erhalten, aber sie dient euch jetzt nicht mehr als Belastung, sondern als Stärke. Ihr seid aufmerksam, aber nicht mehr gefangen in alten Mustern. Die 9 der Stäbe steht für Standhaftigkeit, für die Fähigkeit, auch unter Druck stabil zu bleiben. Und genau das ist eure Ressource. Ihr wisst, wie ihr mit Herausforderungen umgeht. Ihr habt gelernt, Entscheidungen zu treffen. Und ihr könnt euer Wissen gezielt einsetzen. Deshalb ist es jetzt entscheidend, euren Erfahrungsschatz bewusst zu nutzen. Nicht aus Angst, sondern aus Klarheit. Euer Professionalismus zeigt sich darin, wie ruhig und überlegt ihr handelt. Es kann auch sein, dass im Mai einfach sehr viel Arbeit auf euch zukommt. Die 8 der Münzen verstärkt diese Tendenz zusätzlich. Sie zeigt Aktivität, Aufgaben, Bewegung. Wenn ihr mit Kunden arbeitet oder Aufträge habt, dann kann sich der Arbeitsfluss deutlich erhöhen und ihr seid mittendrin. Ihr seid eingebunden in Prozesse, die eure volle Aufmerksamkeit verlangen. Die 9 der Stäbe zeigt dabei, dass ihr die Kompetenz habt, diese Anforderungen zu bewältigen, auch wenn es anstrengend wird. Denn die Menge an Aufgaben kann dazu führen, dass ihr euch körperlich erschöpft fühlt. Ihr seid aktiv, ihr reagiert schnell, ihr organisiert viel und genau das erzeugt diese hohe Belastung. Doch hinter all dem steht ein klares Ziel. Ihr arbeitet so intensiv, weil ihr mehr erreichen wollt, auch finanziell. Und hier kommen wir zum Thema Einkommen. Im Bereich der Finanzen liegt die 5 der Stäbe, eine Karte, die Bewegung, Wettbewerb und Einsatz zeigt. Sie macht deutlich, dass Geld im Mai nicht einfach zufällig kommt, sondern durch Aktivität entsteht. Hier geht es darum, sich zu behaupten, sich zu zeigen und auch bereit zu sein, für das eigene Ergebnis zu arbeiten. Einnahmen entstehen durch Einsatz, durch Engagement und durch die Fähigkeit, sich im richtigen Moment zu positionieren. Diese Karte wird oft als herausfordernd gesehen, doch sie trägt auch eine starke Energie von Wachstum in sich, wenn man bereit ist, aktiv zu sein. Denn genau durch diese Dynamik entstehen Chancen, die euch finanziell voranbringen. Es kann also sein, dass ihr viel arbeitet, euch durchsetzt und gleichzeitig seht, dass sich eure Mühe auszahlt. Ihr erkennt den Zusammenhang zwischen Einsatz und Ergebnis sehr klar. Das bedeutet, je mehr ihr bereit seid zu investieren, desto mehr könnt ihr auch erreichen. Und genau dieses Verständnis gibt euch Orientierung. Wenn ihr mit Kunden arbeitet, dann kann die Nachfrage steigen, gleichzeitig aber auch die Konkurrenz. Und genau hier zeigt sich eure Stärke. Ihr wisst, was ihr könnt und ihr könnt euch behaupten, ohne euch zu verlieren. Geld kommt also nicht von selbst, sondern durch euren Einsatz. Und genau das macht diesen Prozess stabil. Denn ihr baut euch etwas auf, das auf realer Leistung basiert. Auch das Thema Umzug kann im Mai eine Rolle spielen. Vielleicht denkt ihr über einen neuen Wohnort nach oder seid bereits in einem Prozess, der Veränderung verlangt. In diesem Fall wird auch hier viel Aktivität notwendig sein. Entscheidungen, Organisation, finanzielle Planung. Ihr setzt euch Ziele und arbeitet darauf hin, diese umzusetzen. Es kann auch sein, dass ihr bewusst mehr arbeitet, um schneller finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen, zum Beispiel einen Kredit. Ihr investiert eure Energie gezielt, um euch mehr Freiheit zu schaffen. Und auch wenn das bedeutet, dass ihr euch stark einbringt, ihr wisst, warum ihr es tut. Arbeit ist da, Geld ist da, doch beides ist verbunden mit Einsatz. Und genau hier zeigt sich eure Natur, denn ihr gehört zu den Zeichen, die wissen, wie man arbeitet, strukturiert, konsequent und mit innerer Disziplin. Und deshalb könnt ihr diese Phase gut meistern. Jetzt gehen wir weiter in den Bereich der persönlichen Beziehungen. Hier liegt die Karte der Mond. Diese Energie ist sehr fein. Sie zeigt Emotionen, Wahrnehmung und auch das, was nicht sofort sichtbar ist. Der Mond kann auf Unsicherheiten hinweisen, auf Gefühle, die nicht klar greifbar sind. Es kann sein, dass ihr Situationen anders wahrnehmt, als sie tatsächlich sind. Diese Karte steht für eine gewisse Unklarheit, wie in der Nacht, wenn nicht alles sichtbar ist. Und genau daraus können Zweifel entstehen. Vielleicht stellt ihr euch Fragen, vielleicht entstehen innere Bilder, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Es kann auch sein, dass ihr euch unsicher fühlt, wie ihr handeln sollt. Der Mond kann auch emotionale Reaktionen verstärken. Sorgen, Ängste oder Gedanken, die sich im Kreis drehen. Doch wichtig ist zu verstehen, diese Energie ist formbar. Sie kann euch verunsichern, aber sie kann euch auch in eure Tiefe führen. Alles hängt davon ab, wie ihr damit umgeht. Schauen wir genauer hin. Für diejenigen, die in einer Beziehung sind, kann diese Karte bedeuten, dass Zweifel oder Unsicherheiten auftauchen. Vielleicht entstehen Fragen in Bezug auf euren Partner. Es kann sein, dass ihr Dinge hineininterpretiert oder sensibler reagiert als sonst. Emotionen werden intensiver wahrgenommen und das kann verunsichern. Auch das Thema Geheimnisse kann sich zeigen.
Entweder, dass ihr etwas für euch behaltet oder das Gefühl habt, dass euch etwas nicht ganz offen gezeigt wird. Manchmal entsteht auch die Angst, den anderen zu verlieren oder nicht genug zu sein. Diese Gefühle können sehr real wirken, auch wenn sie nicht unbedingt auf Fakten basieren. Und genau hier liegt eure Aufgabe, bei euch zu bleiben. Wenn ihr eure Emotionen bewusst wahrnehmt und nicht sofort darauf reagiert, entsteht Klarheit. Ihr könnt unterscheiden, was wirklich ist und was aus inneren Unsicherheiten kommt. Der Mond kann auch eine schöne Seite haben. Er bringt Tiefe, Sensibilität und eine besondere Form von Nähe. Wenn ihr diese Energie bewusst nutzt, könnt ihr eure Beziehung sogar bereichern. Ein wenig Geheimnis, ein wenig Spiel, eine feine Spannung zwischen Nähe und Distanz. Das kann eure Verbindung lebendiger machen. Ihr könnt euren Partner überraschen, neue Seiten von euch zeigen und dadurch entsteht wieder Interesse. Diese Energie lädt euch ein, kreativ zu sein. Für diejenigen, die nicht in einer Beziehung sind, kann der Mond innere Zweifel verstärken. Gedanken wie vielleicht reicht es nicht oder vielleicht passiert es nie können auftauchen. Doch auch hier gilt, das sind Emotionen, keine festen Wahrheiten. Und genau hier beginnt eure innere Arbeit. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit nach innen richtet und euch bewusst stärkt, verändert sich eure Ausstrahlung. Selbstwert entsteht nicht durch andere, sondern durch eure eigene Haltung. Ihr könnt auch im Außen etwas verändern. Euren Stil, eure Präsenz, eure Art, euch zu zeigen. Eine kleine Veränderung kann bereits eine große Wirkung haben. Und genau dadurch entstehen neue Kontakte, ganz natürlich. Wichtig ist nur, dass ihr dabei klar bleibt, dass ihr nicht in Illusionen verliert, sondern bewusst wahrnehmt, wer euch wirklich entspricht. Der Mond zeigt euch einen Weg, entweder in die Klarheit oder in die Verwirrung. Und ihr entscheidet, wohin ihr geht. Ihr könnt dem Licht folgen oder euch in Gedanken verlieren. Doch wenn ihr euch bewusst für euren Weg entscheidet, dann wird diese Energie euch nicht verunsichern, sondern euch vertiefen. Und genau darin liegt ihre Kraft. Und jetzt schauen wir auf das Thema Gesundheit, worauf ihr im Mai besonders achten solltet. Übrigens kann die Karte Mond auch auf das Thema Schwangerschaft hinweisen, vor allem für diejenigen, die in einer stabilen Partnerschaft sind. Es ist möglich, dass ihr erfahrt, dass sich in eurem Leben etwas Neues entwickelt und vielleicht entscheidet ihr euch, das zunächst für euch zu behalten, aus Vorsicht, aus Schutz oder einfach, um sicher zu gehen. Diese Energie kann sich sehr still zeigen, als etwas, das wächst, ohne sofort sichtbar zu sein. Und jetzt gehen wir weiter zum eigentlichen Gesundheitsthema. Hier liegt die Königin der Schwerter und diese Karte hat eine klare, eher kühle Energie. Da Schwerter mit Luft und Kälte verbunden sind, kann sich das im Körper als Erkältung, als Reizung oder auch als allergische Reaktion zeigen. Deshalb ist es wichtig, achtsam zu sein. Auch wenn der Mai insgesamt wärmer ist, gibt es Tage, an denen es kühl oder feucht sein kann. Und genau solche Übergänge können den Körper empfindlicher machen. Achtet darauf, euch nicht zu unterkühlen und euren Körper zu schützen. Besonders dann, wenn ihr viel unterwegs seid oder euch schnell zwischen verschiedenen Temperaturen bewegt. In manchen Fällen kann die Königin der Schwerter auch auf einen medizinischen Eingriff hinweisen, vor allem dann, wenn bereits etwas geplant ist. Hier geht es eher um eine geplante Maßnahme, nicht um etwas Unerwartetes. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die emotionale Ebene. Diese Karte kann auf innere Anspannung hinweisen, auf eine gewisse Wachsamkeit, vielleicht sogar auf Nervosität. In Kombination mit dem Mond verstärkt sich diese Tendenz. Gefühle können intensiver werden, Gedanken können sich schneller drehen. Und genau hier ist es entscheidend, bewusst bei sich zu bleiben. Lasst euch nicht von inneren Szenarien mitreißen, gebt euren Gedanken nicht sofort Bedeutung. Manchmal reicht es, einen Moment zu warten, und vieles klärt sich von selbst. Erinnert euch daran, dass dieser Zustand vorübergehend ist. Es ist nur ein Abschnitt, nicht eure gesamte Realität. Versucht eure Emotionen nicht zu überbewerten, sondern ihnen Raum zu geben, ohne euch darin zu verlieren. Für diejenigen, die im Mai tatsächlich körperliche Symptome spüren, gilt, reagiert rechtzeitig. Wenn sich eine Erkältung zeigt, wartet nicht zu lange, sondern kümmert euch bewusst um eure Gesundheit. Die Königin der Schwerter zeigt, dass ihr euch schnell erholen könnt, wenn ihr konsequent seid. Das bedeutet, dass ihr die Empfehlungen eures Arztes ernst nehmt und euren Körper unterstützt. Disziplin spielt hier eine wichtige Rolle. Je klarer ihr euch an das haltet, was euch gut tut, desto schneller kommt ihr wieder in eure Kraft. Und jetzt schauen wir auf den Rat der Karten für euch im Mai. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch die Energie am Boden des Decks zeigen. Das ist wie ein Hintergrund, der den ganzen Monat begleitet. Hier liegt die 10 der Münzen, eine sehr stabile und warme Energie. Sie spricht von Familie, von Werten, von dem, was euch wirklich trägt.
Im Mai können Themen rund um eure Familie besonders wichtig werden, eure nahen Menschen, eure Verbindung zu euren Wurzeln. Vielleicht beschäftigt ihr euch mit familiären Fragen oder stärkt bewusst eure Beziehungen. Auch das Thema gemeinsamer Aufbau kann hier eine Rolle spielen, sei es ein eigenes Projekt oder ein Familienunternehmen. Vielleicht werdet ihr eingeladen, euch zu beteiligen oder Verantwortung zu übernehmen. Zusätzlich können Themen rund um Wohnen und Immobilie in den Fokus rücken. Euer Zuhause, euer Raum, eure Sicherheit. Es kann um Kauf, Planung oder einfach um das Gefühl gehen, sich einen stabilen Ort zu schaffen. Auch finanzielle Unterstützung innerhalb der Familie ist möglich. Entweder gebt ihr Unterstützung oder ihr bekommt sie. Und all das geschieht mit dem Ziel, Stabilität und Wohlstand aufzubauen. Diese Energie zeigt, dass ihr nicht allein seid, dass es ein Fundament gibt, auf dem ihr stehen könnt. Und jetzt zum Rat. Die 9 der Kelche, eine der schönsten Karten im Tarot. Sie steht für Erfüllung, für Zufriedenheit und für das Gefühl, dass sich Dinge fügen. Der Rat für euch im Mai ist, euch nicht in euren Emotionen zu verlieren, sondern euch bewusst auf das auszurichten, was euch Freude bringt. Lenkt eure Aufmerksamkeit auf das, was sich bereits gut entwickelt und auf das, was sich für euch öffnet. Ihr habt hier Karten, die große Veränderungen anzeigen, und diese Veränderungen tragen eine positive Richtung in sich. Deshalb ist es wichtig, mit Vertrauen nach vorne zu schauen. Die 9 der Kelche zeigt auch, dass ihr im Mai vieles richtig macht. Eure Entscheidungen, eure Schritte, eure Haltung. Das Leben reagiert auf euch. Situationen und Menschen bewegen sich in eure Richtung. Es ist eine Phase, in der ihr eure Realität aktiv gestalten könnt. Nicht aus Druck, sondern aus innerer Fülle. Lasst euch also nicht von Ängsten oder Unsicherheiten ablenken. Haltet eure innere Balance. Je stabiler ihr emotional seid, desto klarer könnt ihr Chancen erkennen. Wenn ihr euch hingegen in Zweifel, Misstrauen oder Sorgen verliert, kann es passieren, dass ihr Möglichkeiten überseht. Nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil eure Wahrnehmung eingeschränkt ist. Deshalb ist eure Aufgabe in diesem Monat sehr klar. Bleibt bei euch, richtet euch auf das Gute aus und erlaubt euch, diese Phase bewusst zu erleben. Dann werdet ihr sehen, wie sich Türen öffnen und wie sich Entwicklungen zeigen, die euch weiterbringen. So sieht euer Monat aus, meine lieben Jungfrauen, für den Mai 2026. Denkt daran, dass es ein allgemeines Reading ist. Wenn ihr ein persönliches Reading mit einer detaillierten Analyse eurer Situation möchtet, könnt ihr mich per E-Mail kontaktieren. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn ihr eine wichtige oder komplexe Situation klären möchtet, könnt ihr euch jederzeit melden. Ich unterstütze euch gern. Abonniert auch den Kanal Zweites Leben. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Ihr könnt außerdem die Sponsoring-Funktion nutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und ich danke euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung, für eure Likes und eure Kommentare. Wir sehen uns morgen. Mit Liebe, eure Angelika. Ich umarme euch alle. Bis bald.